Ich habe es geschafft. Die erste Woche von The Beat Your Screen Time Challenge. Anfang der Woche ist richtig schlecht angefangen mit richtig schlechtes Wetter. Regen, Hagel, Schnee und unfassbar viel Wind. Fuck, Mann! Ich war sehr motiviert und bin trotzdem jeden Tag rausgegangen. Ich bin heute Morgen wach geworden. Tag 4, mal trocken jetzt, aber ich habe gerade meine Kette verloren. Und am Sonntag bin ich mit meinem Freund Matze Fahrradfahren gegangen. Wir haben ein Mikroabenteuer gemacht mit unseres Focus Atlas und wir hatten einen Gaskocher dabei und haben dann unterwegs einen Kaffee und einen Pudding gekocht. Boah, geil. Oh, der härteste Trail Norddeutschlands. Ich hoffe natürlich auch, dass nächste Woche besseres Wetter wird, sodass wir viel mehr auf dem Rad sitzen können und Spaß haben können. Moin, Seppe hier. Wir haben es wieder geschafft. Zweite Woche von The Beat Your Screen Time. Anfang der Woche waren die Beine einfach platt. Darum habe ich die Strategie zugepasst, einfach kleinere Fahrten zu machen, gemütlich zu fahren, aber zumal mit E-Bike fahren. Und so hatte ich dann bis Donnerstag wieder bessere Beine und am Freitag habe ich dann einen schönen Gravel Ride gemacht, einen langen Gravel Ride gemacht. Mit meinem Gaskocher wieder mitgenommen, ich habe einen Tee gekocht unterwegs, Wetter war super und dann um die Woche abzuschließen, habe ich am Sonntag noch eine schöne E-Mountainbike-Runde gefahren mit Anja und Justin und Amelie und es war einfach wieder mal geil, ein paar Trails runter zu ballern. Nächste Woche hoffe ich auf jeden Fall schönes Wetter, gute Beine und ein paar tolle Kollegen und nette Freunde, um eine schöne Runde Fahrradfahren zu gehen. Moin, Seppe hier. Der dritte Woche von The Beat Your Screen Time Challenge. Und für mich persönlich war es schon die beste Woche, weil das Wetter einfach sehr schön war. Am Dienstag haben wir einen kleinen Ausfahrt zum Badesee gemacht. Natürlich war es noch zu kalt zum Schwimmen, aber wir haben da schönes Abendessen gekocht. Und wir haben mal wieder gemerkt, wie einfach es ist, ein tolles Mikroabenteuer zu machen. Zusammen mit Amelie und Matze haben wir dann noch den Sonnenuntergang angeguckt. Am Donnerstag habe ich dann einen kleinen Ausfahrt gemacht mit meinem Freund Tim, die ich schon lange nicht mehr gehört oder gesehen hatte. So ist mal wieder gut, ein klein bisschen zu quatschen. Am Wochenende haben wir gemerkt, dass wir einen Tapetenwechsel brauchten und sind zum Altes Land bei Hamburg gefahren und haben da durch die Obwiesen geradelt. Die Kirschblüte war gerade am Blühen, so es war wunderschön da. Dann haben wir auch noch die Frachtschiffe am Elbe angeguckt. Nächste Woche ist schon die letzte Woche von der Beat Your Screen Time Challenge und dann werden wir nochmal richtig Gas geben. Aber man merkt jetzt schon, dass man weniger oft zum Handy greift. Letzte Woche von der Beat Your Screen Time Challenge. Es ist Zeit von Paralane. Moin, Seppe hier. Vierte und letzte Woche von der Beat Your Screen Time Challenge. Und ich habe es geschafft. Montag war mal wieder Zeit, um aufs Rennrad zu steigen mit meinem Freund Spoppi. Ich habe mal wieder gemerkt, wie krass das Unterschied ist gegen ein Gravelbike. Komfort versus Speed. Dienstag war ich dann übel motiviert und habe einen Power Hour gemacht, was die Beine am Ende von dieser 4 Wochen Beat Your Screen Time Challenge nochmal extra müde gemacht hat. Am Ende der Woche bin ich dann nur noch ganz gemütlich gefahren. Damit ist ein Ende gekommen an der Beat Your Screen Time Challenge. Radfahren mit jemand ist 1000-mal geiler, dann ihm zu schreiben. Mikroabenteuer sind einfacher, wie man denkt. Und ich bin ein Schönwetterfahrer, da der Beat Your Screen Time Challenge mit Kackwetter angefangen hat und am Ende trotzdem sehr gutes Wetter geworden ist. Das hat mehr Spaß gemacht, dann im Regen zu fahren.